Hi Lebensunternehmer! Willkommen zu einer neuen Episode vom Lebensunternehmer Podcast, der dir spannende Einblicke in das Lebenskonzept der Lebensunternehmer gibt und in dem du von den vielen Möglichkeiten zur Neugestaltung unserer Gesellschaft erfährst. In diesem Podcast werden wir uns mit dem Thema Systemwechsel beschäftigen und herausfinden, ob ein Systemcrash grundsätzlich möglich ist. Wie du vielleicht weißt, träumen viele Menschen von einem großen Systemcrash, nachdem all unsere Probleme verschwinden und wir einfach weitermachen können wie bisher. Aber ist das überhaupt möglich? Im Podcast beantworten wir diese Frage und es gibt viele weitere spannende Dinge, die du nicht verpassen solltest. Kann unser herrschendes System grundsätzlich crashen? Viele sehnen sich nicht nach einer Bewusstseinsänderung, sondern nach dem großen Systemcrash, nachdem sich all ihre Probleme in Luft auflösen. Mit einem Wort, man kann nach einem kurzen Absturz wieder genauso weitermachen wie bisher. Weil sich also viele Leute unbewusst danach sehen und es spannend finden, verkaufen sich Bücher und Artikel über den kommenden Systemcrash sehr gut. Aber kann denn das System überhaupt crashen? Was würde denn da crashen? Was ist das System? Ist es das Finanzsystem bzw. unser zinsbasiertes Schuldgeldsystem? Ist es ein Machtsystem wie die Hierarchien und die repräsentative Demokratie? Ist es die freie oder die soziale Marktwirtschaft? Ist es der Kapitalismus? Was ist das System? Die meisten denken dabei an das Finanzsystem, aber das System ist sehr viel mehr als das. Es organisiert unsere Werte und Gewohnheiten. Das System sind also wir selbst. Wir geben dem aktuellen System mit unseren tagtäglich gelebten Werten und Gewohnheiten seinen Sinn. Wir nähren und stützen es damit. Wir sind die Ursache für das herrschende System. So geben beispielsweise sehr viele Leute bei uns ihre Verantwortung an andere ab. Wo sich viel Macht bei Einzelnen konzentriert, da entstehen die Hierarchien. Diese sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Systems. Ein großer Teil unserer Bevölkerung möchte sich nicht selbst an den politischen Entscheidungen beteiligen und Verantwortung für die Entscheidungen übernehmen. Deshalb haben wir die repräsentative Demokratie. Bei dieser Demokratieform hat der Bürger keine eigene Stimme, sondern wählt einen Politiker, dem er seine Stimme gibt. Hätten wir viele Menschen, die sich mit ihrer eigenen Stimme an den politischen Entscheidungen beteiligen möchten, dann hätten wir eine direkte Demokratie. Aber mangels Nachfrage bleibt es dabei, dass Politiker an unserer Stelle die Politik gestalten. Obwohl wir mit dem zinsbasierten Schuldgeldsystem in den letzten 200 Jahren ca. 400 Staatsbankrotte weltweit produziert haben, glauben wir daran und gehen tagtäglich für dieses Geld arbeiten und kaufen damit ein. Nach wie vor ernähren sich viele sehr ungesund und bewegen sich viel zu wenig und nutzen dann, wenn es zu gesundheitlichen Beschwerden kommt, das solidarisch finanzierte Vollkasko-Gesundheitssystem für alle. Diese Leute fragen nicht, wer das alles bezahlen soll. Ohne uns gäbe es also dieses System nicht. Das System kann also nicht crashen, sondern wir können dem System nur durch eine Änderung unserer Werte und Gewohnheiten seine Substanz entziehen, sodass es stirbt und Platz für ein neues macht. Was allerdings crashen kann, ist unser Geldsystem. Das haben die vielen Staatsbankrotte in den letzten 200 Jahren bewiesen. Es gab weltweit 400 Staatsbankrotte. Ist wegen einem dieser Staatsbankrotte unser System gecrasht? Nein, weder ein Staatsbankrott, noch eine Hyperinflation, noch eine Währungsreform oder gar ein Weltkrieg hat zum Systemcrash geführt. Wir sind die Ursache für das herrschende System und die genannten Katastrophen sind nur die Folgen. Was würde denn passieren, wenn unser Finanzsystem zusammenbricht? Angenommen, wir stellen uns den gigantischen Schulden, führen eine Währungsreform durch und löschen die Schuldenbits und Bytes auf den Festplatten der Banken. Laut den staatlich anerkannten Experten der Regierung würde die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen, wenn man die Banken pleite gehen lässt. Ein Staatsbankrott bzw. die dann notwendige Währungsreform würde uns alle Kopf und Kragen kosten. Stimmt das wirklich? Nein, so ein Staatsbankrott bzw. die Währungsreform ist noch lange kein Weltuntergang. Natürlich bringt es großes Leid über viele Menschen, indem diese mehr oder weniger große Teile ihrer Ersparnisse und Besitztümer verlieren. Aber die Menschen selbst, mit ihren Fähigkeiten, ihrer Kreativität, die Infrastruktur, die Städte und Dörfer, die Rohstoffe, die Maschinen und so weiter, all das bleibt erhalten. Das möglicherweise würde in einer kurzen Übergangszeit wieder getauscht werden, wie nach dem Krieg. Aber all das wäre nicht existenzgefährdend. Das ist natürlich immer auf die gesamte Gesellschaft bezogen, nicht auf Einzelne. Die kann es teilweise sehr hart erwischen, die Sparer, die ihre Lebensersparnisse verlieren, oder die Grundbesitzer, die hohe Grundsteuern bezahlen müssen. Natürlich erwischt es in diesen Zeiten auch alle besonders hart, die vom Staat leben.
Beispielsweise die Rentner und all diejenigen, die wegen dem nicht mehr funktionierenden System in die Abhängigkeit von sozialen Almosen gezwungen wurden. Andererseits würde man Millionen von Parasiten, die sich heute großzügig an unseren Steuern und Sozialabgaben bedienen und unsere Staatsschulden auftürmen, ihre Lebensgrundlage nehmen. Wer aus der Geschichte lernen möchte, der braucht nur nach Detailinformationen zu den Zeiten unmittelbar vor und nach den Staatsbankrotten bzw. Währungsreformen googeln. Praktische Beispiele für entsprechende Suchanfragen sind Deutschland 1923 und 1948 oder Argentinien 2001. Bei unserer Währungsreform 1948 erließ der Staat umfangreiche Lastenausgleichsgesetze, mit denen die Grundstücke, Häuser mit 50% ihres damaligen Wertes belastet wurden. Der Staat hat also die schuldenfreien Immobilien einfach zwangsverschuldet. Stichwort Zwangshypotheken. Die Sparbücher wurden damals um 93,5% entwertet. Wir Deutsche hatten insgesamt 7 Staatsbankrotte in den letzten 200 Jahren, Griechenland 5 und Italien einen, und weltweit gab es in den letzten 200 Jahren ca. 400 Staatsbankrotte. Die Argentinier sind Spitzenreiter und haben schon 8 Staatsbankrotte hinter sich und erleben gerade ihren 9. Und sie leben immer noch. Das Leben geht also auch nach so einer Katastrophe weiter, aber halt anders als zuvor. Eine Währungsreform wäre auf jeden Fall eine Riesenchance für einen Neuanfang. Die Währungsreform bzw. der offizielle Staatsbankrott wäre letztendlich der endgültige und für alle eindeutig fühlbare Beweis dafür, dass eine Gesellschaft als Ganzes nicht oder nicht mehr erfolgreich ist und ihre vielfältigen Probleme im Rahmen der alten Systeme und Regeln nicht mehr lösen kann. Es gibt wohl kaum ein wirksameres Ereignis, um den gordischen Knoten aus Interessen und Gegeninteressen bzw. Ängsten und Zweifeln zu lösen. Das, was nach einem Staatsbankrott bzw. der darauf folgenden Währungsreform anders wäre, ist, dass dann die Staatsschulden weg wären und damit auch die Zinsdienste, die wir als Steuerzahler oder Rentner für die Schuldzinsen auf die Staatsschulden leisten müssen. Die Privatschulden werden natürlich von den Schuldnern mit in das neue Währungssystem übernommen. Jeder neugeborene Mensch wäre dann ein wirklich freier Bürger und würde nicht wie heute ca. 27.000 € Schulden erben. Für die Zinsdienste wird das Neugeborene später, so wie wir heute schon, hohe Steuern bezahlen und es werden Teile seines Sparvermögens entwertet. Diese Inflation wird von den Zuständigen hinter falschen Zahlen versteckt, sodass die Sparer nicht merken, dass sie eigentlich weniger Guthabenzinsen erhalten, als die Inflation ihr Vermögen entwertet. Auch die Steuerzahlungen sind gut versteckt, etwa die Mineralölsteuer, wo wir in Deutschland 1,60 € für den Liter Super bezahlen. Stand August 2014. Obwohl er nur ca. 50 Cent wert ist, hier werden gut versteckt 1,10 € an Steuern fällig, wohlgemerkt pro Liter Benzin. Es gibt unzählige Steuern, mit denen wir zur Kasse gebeten werden, angefangen von der Lohnsteuer bis hin zur Lichtsteuer oder Getränkesteuer. Sieht man sich die aktuelle Lage an, also dass die Sparvermögen unwiederbringlich in alle Welt verliehen wurden und die fortlaufend steigenden Lebenskosten, so könnte der Großteil Neugeborene diese von anderen aufgebürdeten Schulden wohl gar nicht mehr im Laufe ihres Lebens zurückzahlen. Ohne diese Schuldvererbung würde es übrigens auch keine Vererbung der Vermögen geben. Die Schulden der einen sind immer auch die Vermögen der anderen. Das Beste aber wäre, wie bereits etwas weiter oben beschrieben, dass wir Millionen von Parasiten, die sich heute Steuern und Sozialabgaben bedienen und unsere Staatsschulden auftürmen, sofort ihre Lebensgrundlage nehmen. Die große Hürde ist es, dass keiner den Anfang machen will. Keiner der Systemhüter der völlig überschuldeten Industriestaaten will der Erste sein, der sich den Staatsbankrott eingesteht. Wenn wir diese Hürde übersprungen haben, dann könnten wir eine Europa- oder gar weltweite Währungsreform einleiten. Die Währungsreform würde das Signal setzen, dass wir jetzt als Gesellschaft aufhören müssen, unseren Schuldenberg immer weiter aufzutürmen. Sie würde die Aufschwungsillusionen und Selbstlügen vieler Leute einfach offenlegen. Wir würden echte Verantwortung gegenüber unseren nachfolgenden Generationen zeigen, die mit 27.000 € Schulden auf die Welt kommen, Stand Oktober 2014, und später über hohe Steuern und überhöhte Preise für Produkte, Dienste, die Zinslasten dafür tragen muss. Wohlgemerkt für Schulden, die sie nie gemacht haben. Die folgende wirtschaftliche Depression würde uns endlich genügend Zeit zum Nachdenken geben, und meine Lösung beschreibt das Ziel und den Weg, auf dem wir eine neue Gesellschaft aufbauen könnten, die auf neuen Systemen und Regeln basiert. Eine auf Eigenverantwortung und Mitbestimmung aufbauende und sich selbst organisierende Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der jeder wirklich die gleichen Chancen wie der jeweils andere hat, um das Beste aus seinem Leben zu machen.
Im alten System gibt es keine Chance, etwas völlig Neues auszuprobieren. Ich kann aus den eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen einiger Menschen, die es probiert haben und das Ganze für ihre Mitmenschen in Büchern dokumentiert haben, schließen, dass es unmöglich ist, im alten System etwas völlig Neues umzusetzen. Höchstens eine kleine Reform, die die meisten gar nicht wahrnehmen. Zusammenfassend haben wir heute darüber nachgedacht, ob ein Systemcrash wirklich möglich ist, was das für dich, für mich und letztlich für uns alle bedeuten würde und welche Rolle wir im herrschenden System spielen. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir einige interessante Denkanstöße geben, die dich zu neuen Erkenntnissen und Einsichten führen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Frage, warum halten so viele an unserem herrschenden System fest, beschäftigen. Sei gespannt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode vom Lebensunternehmer Podcast.